Herzlich willkommen zu Nähen ganz einfach. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und das wissen wir alle und ganz speziell, wenn es um die Näherei geht. Und deshalb richtet sich mein heutiges Video ganz besonders an alle Anfänger. Denn ich konnte es an so vielen Kommentaren in YouTube und auch in Facebook sehen, dass ganz viele sich halbwegs dafür entschuldigen, dass sie ja noch Anfänger sind und noch lange nicht da sind, wo vielleicht andere schon sind. Aber glaubt mir, jeder musste irgendwo mal bei Null anfangen, wenn er das Nähen erlernen möchte. Und es gibt so viele Faktoren, warum mancher Anfänger es nach kurzer Zeit wieder hinwirft und sagt, ach nein, das ist jetzt gar nichts für mich, ich muss mir ein anderes Hobby suchen, ich muss was anderes machen. Aber manchmal liegt es gar nicht an der Person, die es nicht kann, sondern wie sie das Ganze angefangen und begonnen hat. Viele fragen auch dazu, wie ist das mit einem Nähkurs? Sollte ich zu Beginn einen Nähkurs besuchen? Ja, dazu habe ich ja bereits ein Video gemacht, was meine Meinung zu Nähkursen ist. Ich schreibe euch gerne den Link in die Infobox, da könnt ihr, wenn ihr Lust habt, nochmal reinschauen. Aber worum es mir heute in diesem Video wirklich geht, dass ich den wirklichen Anfängern von euch einmal zeigen und sagen möchte, wie ihr eigentlich beginnen solltet. Denn wenn ihr wirklich blutiger Anfänger seid und überlegt nun, oh, ich muss mir eine Nähmaschine kaufen, das sollte man vielleicht gar nicht ganz zu Anfang machen. Man sollte vielleicht erstmal irgendwo im Freundeskreis oder Bekanntenkreis suchen, wer hat denn eine Nähmaschine und mal darum bitten, darf ich mich mal daran setzen? Wie ist das Gefühl? Was muss ich da machen? Und manchmal kann man da schon erkennen, ob man da wirklich auch Freude dran haben wird, wenn man das so beginnt. Oder auch mit vielen sich mal drüber unterhalten. Was meinst du? Hast du das schon mal probiert? Und dann wäre es die allerbeste Lösung zu Beginn, wenn ihr euch irgendwo eine Maschine für einen kurzen Zeitraum mal ausleihen könntet, borgen könntet, um dann für euch selber mal wirklich jeden Tag sich mal eine Stunde dran setzen und mal verschiedene Dinge ausprobieren. Ich denke, dann könnt ihr ganz schnell entdecken, ob das euer Ding ist oder nicht. Und dann ist es sehr, sehr oft der Fall, dass diejenigen, die beginnen, sich gleich einen teuren Stoff kaufen und gleich denken, sie müssen was Großartiges zuschneiden und nähen. Und das kann dann schon mal sehr schnell in die Hose gehen und dann hat man auf einmal keine Lust mehr, weil das erste Teil ja nicht geklappt hat. Und genau das solltet ihr nicht tun. Ihr solltet mit ganz, ganz kleinen Schritten beginnen und auch mit kleinen Arbeiten, die nicht unbedingt zum Tragen sind, zum Anziehen sind. Es gibt da so viele Möglichkeiten, denn die Hauptsache, was ihr zuerst lernen müsst, ist mit der Maschine umzugehen. Unabhängig davon, ob ihr jetzt einen Stoff unter der Nähmaschine liegen habt oder nicht. Denn ich vergleiche das Nähen an einer Nähmaschine sehr, sehr gerne mit dem Autofahren. Ihr habt einmal das Gaspedal und ihr habt das Lenkrad. Und was anderes ist es an einer Nähmaschine nicht. Ihr müsst vorgeben, wie schnell ihr nähen wollt. Und ihr müsst das, was ihr zusammenfügen oder nähen wollt, mit euren Händen bearbeiten. Also wie beim Autofahren. Multitasking. Die Füße tun was, der Kopf tut was, die Hände tun etwas. Und wenn ich zum Beispiel sage, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, dann müsst ihr auch wissen, ein Meister ist auch nicht gleich ein Meister. Für mich ist ein Meister in jedem Handwerk derjenige, der sich natürlich das Wissen erst schon mal angeeignet hat, was gemacht werden soll und das Fachwissen dazu hat. Aber für mich ist ein wirklicher Meister, wenn er dieses gesamte Wissen und Können nimmt und dann seine eigenen Ideen mit diesen Kenntnissen umsetzt. Dann wird es das sein, dann wird es ein Meister. Ein Meisterwerk für mich ist immer etwas, was ich wirklich mit meinem Gedanken, mit meinem Wissen, mit meinem Können, mit meinen Inspirationen und mit meinen Ideen komplett als mein eigenes Teil umsetze. Aber das ist vom Beginn, wenn ihr gerade anfangen wollt, natürlich ein weiter Weg. Für manche geht das ruckzuck, für manche dauert es ein bisschen länger. Aber das ist in jedem Beruf so. Und deshalb möchte ich euch jetzt in diesem Video einfach mal erklären, wie ihr an der Nähmaschine anfangen solltet, wenn ihr wirklich noch nicht dran genäht habt.
Denn Handarbeiten, also Nähen mit der Hand, ist eine Sache, aber mit der Maschine ist nochmal eine ganz andere. Und ich verspreche euch, wenn ihr das lernen möchtet und geht wirklich mit ganz langsamen Schritten, so wie ich es euch jetzt zeige, an die Sache ran, dann wird es auch für euch ein Erfolg werden und dann werdet ihr Schritt für Schritt in dieses Thema gut reinkommen. Also setzen wir uns mal gemeinsam an meine Nähmaschine. In eurem Fall sieht die vielleicht ein bisschen anders aus, aber die Wirkungsweise, dass Stiche gebildet werden, um etwas eventuell zusammenzufügen, manchmal ist es auch nur Zierde, die ist an allen Maschinen gleich. Nur wie bei jedem Auto. Jedes Auto hat ein bisschen eine andere Reaktion, fährt ein bisschen schneller, fährt ein bisschen langsamer. Manche ist leichter in den Kurven zu fahren wie ein anderes. Und bei der Nähmaschine ist es genauso. Also, lasst uns mal anfangen, ja? Ganz wichtig für euch zu Beginn ist es, dass ihr in einer sehr guten Position sitzt, dass ihr gute Bewegungsfreiheit habt für die Arme, dass ihr nicht die Arme, was weiß ich, hoch in die Luft geben müsst, also dass ihr zu niedrig sitzt oder dass ihr zu hoch sitzt. Ihr müsst so, wie ihr normal, sag ich mal, am Esstisch sitzt, so solltet ihr eine Position haben, die für euch bequem und gut ist. Das ist schon mal die Nummer 1. Nun habt ihr vielleicht eine Maschine geliehen oder ihr habt euch schon eine gekauft und habt die schon eingefädelt. Zu Beginn würde ich sagen, nehmt eure Spulen mit den Spulenkapseln raus, je nachdem welches Format ihr habt, und entfernt auch euer Garn komplett aus der Maschine raus. Das wollt ihr jetzt zu Beginn nicht drin haben. Wir werden nämlich anfangen zu nähen ohne Garn und auch ohne Stoff. Ihr könnt natürlich, wenn ihr einen gemusterten Stoff habt, zum Beispiel mit einem Streifen, könnt ihr den auch nehmen. Ansonsten nehmt einfach mal ein DIN A4 Blatt Papier und zeichnet euch alle möglichen Linien auf oder Kreise auf oder Ecken auf, die ihr nähen möchtet und nähen könnt. Dann überlegt genau, welches ihr zuerst machen wollt. Ihr könnt natürlich auch zig verschiedene Blätter machen. Ein Blatt, wo ihr nur gerade Linien drauf habt und eine, wo ihr nur Kurven und Rundungen drauf habt. Aber beginnen tun wir, weil es logischerweise ja leichter ist und einfacher ist, mit geraden Linien zu nähen. Denn die meisten Nähte, die man an Kleidungsstücken oder überhaupt an der Maschine näht, die meisten sind sowieso gerade Nähte. Auch wenn da vielleicht mal irgendwas dann leicht gerundet wird, aber wie gesagt, die meisten sind schon gerade. Denn nun geht es darum, dass wir versuchen möchten, genau den Linien entlang zu nähen. Und was ihr zum Beispiel, wenn ihr jetzt eckig aufzeichnet, was ihr machen könnt, ihr könntet mal sehen, dass ihr alle Abstände, das habe ich jetzt hier nicht gemacht, aber alle Abstände in 1 Zentimeter Breite habt. Weil dann seht ihr auch, wie euer Füßchen läuft, weil ganz viele Nähte, die man näht, 1 Zentimeter breit von der Nahtzugabe her zugegeben sind, sodass ihr euch augenmaßmäßig einmal an diesen Zentimeter eventuell gewöhnen könnt. Das ist zwar im Unterbewusstsein im Moment, aber es ist schon wie ein bisschen gleichzeitig lernen. Nun nehmt ihr euren Fuß hoch. Wie gesagt, wir haben weder Unter- noch Oberfaden in der Maschine drin. Bei euch wird das wahrscheinlich ein kleiner Hebel hinten sein. Es sei denn, ihr habt eine Maschine, wo ihr einen Kniehebel habt, so wie in meinem Fall. Dann nehmt ihr euer Blatt Papier und setzt es genau unter die Nadelposition. Und das könnt ihr ja schön genau zwischen eurem Füßchen hier sehen. Und dann beginnt ihr mal ganz, ganz locker und ganz leicht euer Pedal zu treten. Und achtet immer auf eure Linie, die ihr gezeichnet habt. Und nehmt euch richtig viel Zeit, lasst es wirklich an der Linie entlang laufen. Und beginnt ruhig mit einer Geraden. Denn es könnte ja sein, ihr seid noch ein bisschen nervös jetzt und macht leichte Kurven rein. Nein, das sollt ihr nicht, das sollt ihr nicht. Ihr sollt auf der Linie bleiben. Und ihr seht eigentlich, wenn ihr ganz leichte, feine Stoffe dann haben werdet, oder wie hier in dem Fall jetzt nur das Papier, dann will die Maschine auch eigentlich nur das machen. Und wenn ihr am Ende eures Striches angekommen seid und habt vielleicht, wie ich jetzt,
einen rechten Winkel gezeichnet oder einen anderen Winkel, ist ja egal, dann seht zu, auch wenn die Maschine nicht diese Position jetzt eingenommen hat, dass die Nadel im Stoff bzw. im Papier steckt. Dann dreht mit dem Schwungrad, das ihr rechts an der Maschine habt, vorsichtig die Nadelposition, so dass sie im Stoff, im Papier drin steckt. Denn erst jetzt solltet ihr euer Füßchen anheben und drehen. Denn das ist später, wenn ihr dann am Nähen seid, ganz, ganz wichtig, dass euch der Stoff und die Stelle, an der ihr seid, nicht verrutscht. Also dreht ihr das rum und ihr seht, egal in welche Richtung ihr eventuell nähen müsst, es ist genau die Fortsetzung von eurem letzten Stich, den ihr da hattet. Also näht ihr einfach weiter, könnt dann mal probieren, wie sich das anfühlt, falls ihr ein bisschen schneller nähen wollt. Und auch da, wenn ihr rumdrehen wollt, das gleiche Spielchen wieder. Ihr müsst genau in die Ecke reinkommen, die ihr gezeichnet habt, und näht so weiter. Und wenn ihr seht, das will wegdrücken, dann müsst ihr ganz einfach wieder vielleicht die zweite Hand richtig dazu nehmen und anstatt zickzack zu nähen, nein, geht ihr genau mit eurer Nadelposition immer wieder genau auf diesen Stich drauf und seht zu, dass ihr wirklich dementsprechend entlang näht. Und momentan würde ich gar nicht sagen, müsst ihr nicht unbedingt beginnen damit, dass ihr jetzt lernt, vor und zurück zu nähen. Nein, bleibt ganz einfach mal nur bei dem Gradstich nach vorne. Hier könnt ihr es jetzt ganz deutlich sehen, da hatte ich bewusst diese Kurven reingenäht. Von links kann man das auch noch schön sehen. Und wenn ihr da noch nicht so ganz sicher seid mit der Rundung, dann macht eben noch mal etwas Gerades. Dann setzt ihr da ab an der Stelle und näht erst noch mal die gezeichneten geraden Linien, die ihr für euch jetzt vorgesehen habt. Und immer dran denken, die Nadel muss im Stoff, im Papier drin stecken, wenn ihr dreht, wenn ihr wirklich genau an der Stelle weiterarbeiten möchtet. Das ist ganz wichtig und macht ruhig so eine Spirale, damit eure Strecken dann auch immer kürzer werden, die ihr da nähen wollt. Und bei mir ist es jetzt der Fall, dass ich eventuell noch einen kleinen Stich machen müsste. Den habe ich jetzt mit meinem Rädchen hier beim Vor- und Zurücknähen gemacht, dass ich den angehalten habe, um einen kleineren Stich zu nähen. Ja, und noch was jetzt zu Beginn, wenn ihr das so macht. Macht einen kleineren Stich drauf, nicht den allergrößten. Denn logischerweise mit einem sehr großen Stich, wie ich es jetzt hier drauf habe, näht die Maschine auch schneller, beziehungsweise ihr habt das Gefühl, die geht viel schneller los und ihr könnt sie vielleicht dann nicht so gut kontrollieren. Deshalb macht euch den Stich ruhig etwas kleiner, wenn ihr dieses Nähen macht, und nehmt euch richtig Zeit und versucht haargenau auf diesem Strich weiter zu nähen. Und wenn ihr genug immer in Geraden genäht habt, dann versucht euch mal an einer Rundung. Beginnt in einer Geraden und was ihr dann seht, je enger so eine Rundung wird, desto eher müsst ihr mal zwischendurch das Füßchen heben, um da auch wirklich eine Rundung hinzubekommen. Beim Stoff geht das etwas besser wie beim Papier, weil ich das ja nicht so dehnen kann. Einen Stoff kann ich minimal dehnen und kann mir das vielleicht so beidrehen, beim Papier nicht. Aber wenn ich gewisse Rundungen auch am Stoff nähe, muss ich dieses System mir so anüben und anlernen. Und wie ihr jetzt schon gesehen habt, auch da ist es ganz, ganz wichtig, wenn ich den Fuß hebe, weil ich das Material minimal drehen möchte, dann muss ich darauf achten, dass wieder meine Nadel im Stoff steckt. Aber so durch diese kleinen, unwichtigen, wie ihr vielleicht denkt, Arbeiten, bekommt ihr das Gefühl für die Nähmaschine. Und das ist das Wichtige. Ihr wollt das Gefühl bekommen, wie gehe ich mit dieser Maschine um. Und das ist die beste Art und Weise, das zu lernen. Als ich noch in Firmen Azubis hatte und habe die ausgebildet, wurden grundsätzlich die ersten Näharbeiten am ersten Tag nur mit solchen Arbeiten ausgefüllt. Also die Mädchen haben wirklich
einen oder vielleicht war auch mal ein Junge dabei. Die Mädchen haben wirklich einen vollen Tag lang nur auf Papier genäht, nur auf vorgezeichneten Ecken, Rundungen, Kreisen, Labyrinthen oder was dann gezeichnet wurde. Und ihr seht, diese Rundung ist wesentlich größer. Da brauche ich gar nicht absetzen und mein Füßchen hochheben, weil die wesentlich größer ist, die Rundung, kann ich so rumnähen. Und wie gesagt, das ist eine der allerbesten Übungen, die ihr als Anfänger einmal machen solltet. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann fangt ihr mal an und fädelt die Maschine ein. Dazu habt ihr entweder, wenn ihr die geliehen habt, diejenigen, denen die Maschine gehört, die werden euch das zeigen. Oder wenn ihr im Laden eine Maschine kauft, dann lasst ihr euch ja das da schon zeigen. Warum die Stichbildung an jeder Maschine funktioniert, ist eigentlich ein und dasselbe System, aber trotzdem sind gewisse andere Dinge zu befolgen bei verschiedenen Maschinen, weil sie vielleicht andere kleine Hilfsfadenführungen an der Maschine dran haben, oder bei vielen Haushaltsmaschinen ist das ja im oberen Bereich komplett bedeckt, dass man gar nicht sieht, wo der Faden eigentlich langläuft. Aber wie gesagt, das müsst ihr euch dann sagen lassen, je nachdem, welche Maschine ihr habt. Ja, und dann fädelt ihr die mal ein, oder wie bei mir könnt ihr jetzt auch hier sehen, dass meine Maschine, diese Industrienähmaschine, dass meine Nadel die große Rille auf der linken Seite hat, das heißt, sie wird von links eingefädelt, aber fast bei allen Haushaltsmaschinen wird die Nadel von vorne eingefädelt, das heißt, hier ist eine ganz große breite Rille drin, in der der Faden während des Nähens läuft, damit er nicht reißt, damit er nicht beschädigt wird. Ja, und sobald ihr das eingefädelt habt, dann könnt ihr euer gleiches Blatt Papier wieder nehmen, vielleicht sogar hier, so wie ich euch das jetzt gerade zeige, von der linken Seite, und würdet dem genau nochmal entlang nähen. Oder ihr nehmt natürlich ein neues Blatt Papier, das ihr nehmen möchtet. Und nun macht ihr wieder genau die gleiche Arbeit mit einem Faden. Und wenn ihr nämlich jetzt in den Ecken das nicht richtig macht, wie ich es euch jetzt hier erklärt habe, nämlich dass die Nadel im Papier, im Stoff drin steckt, das könnt ihr ja ruhig mal ausprobieren, dass ihr, ich gehe jetzt mal gerade zur anderen Ecke hier, so jetzt mal angenommen, ich hätte die nicht drin gehabt, jetzt fummel ich hier rum und sehe es vielleicht nicht so ganz genau, und dann kann es ruckzuck passieren, dass ich entweder oben oder unten sogar eine Schlaufe in meinen Faden, in mein Garn reinbekomme, oder dass der anders gezogen ist, oder vielleicht, dass er mir sogar reißt. Deshalb ist das so wichtig. Seht ihr, er hat sich jetzt richtig ein Schläufchen gebildet, weil ich da rumgefummelt habe. Und das passiert nicht, wenn ich richtig in der Ecke drehe, indem meine Nadel in der untersten Position ist, unten in der Spulkapsel quasi. Dann werden die Ecken schön gleichmäßig und sauber. Ja, meine Lieben, das wäre es heute, mein kleines Tutorial, mein Video für Anfänger, weil ich euch unbedingt mal sagen und erklären wollte, was so wichtig ist, wenn ihr die ersten Schritte an der Nähmaschine für euch machen wollt. Auch wenn es euch stupide vorkommt und ihr denkt, warum soll ich erst auf Papier nähen? Tut es bitte. Ihr werdet sehen, ihr bekommt das Gefühl für die Maschine wesentlich besser. Und wenn ihr das gemacht habt, dann nehmt ihr euch 2 kleine Stücke Stoffe und fangt an, zentimeterbreite Nähte mit eurer Maschine zu nähen. Und dann könnt ihr auch mal probieren, wie ist das nun eigentlich, wenn ich mit der Maschine mal vor und zurück nähen will. Wie viele Stiche werde ich da machen? Aber dadurch, dass ihr durch diese Übung gelernt habt, dass ihr auch langsam mit der Maschine Stich für Stich arbeiten könnt, das ist das Wichtige, dann kriegt ihr das Vor- und Zurücknähen auch wunderbar mit der Maschine hin. Und ich werde relativ schnell nach diesem Video ein weiteres kleines Weihnachtsvideo machen für Dekorationen, beziehungsweise eigentlich hat es auch noch eine andere Funktion, aber das erfahrt ihr dann, wenn ich es zeige. Und auch das ist ein Projekt für Anfänger,
das ihr gerne euch, nachdem ihr das probiert und gesehen habt, euch gerne anschauen könnt. Beziehungsweise habe ich ja auch eine extra Playlist, in der ihr einige Sachen von mir seht, wo ich gesagt habe, das können Anfänger ohne weiteres nachvollziehen und auch machen. Aber wie gesagt, denkt dran, wenn ihr wirklich am Anfang seid, dann macht diese Proben und dann schaut euch meine Videos für Anfänger an oder meine gesamten Dekorationsarbeiten für Weihnachten, die man natürlich auch mit anderen Stoffen, nicht weihnachtlichen Stoffen, sondern für Themen, egal ob das ein Geburtstag, eine Hochzeit, eine Verlobung, eine Kinderparty ist, diese ganzen Ideen kann man genauso umsetzen für einen Themenabend, für eine Themenparty und sind alle für Anfänger gut geeignet. Damit, meine Lieben, sage ich danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ich konnte euch Anfängern so ein bisschen die Angst nehmen und euch vor allen Dingen Mut machen, euch einfach mal hinzusetzen, wenn ihr Lust auf sowas habt. Und das ist natürlich ein bisschen Voraussetzung, weil so ganz einfach ist alles nicht und gerade am Anfang. Aber vielleicht habt ihr jetzt den Mut bekommen und gesagt, okay, ich probiere das jetzt und das wird mein nächstes Hobby werden. Ich sage danke. Ich wünsche euch eine gute Zeit bei allen Proben, bei allen Fortschritten, die ihr machen werdet und lasst mich davon wissen in euren Kommentaren. Tschüss, bis bald mal wieder. Eure Lilo.